Hey, der Markus aus der Zwergenfestung hier. Nachdem ich dir das letzte Mal die Charaktererstellung im Abenteuermodus gezeigt habe, geht es diesmal weiter mit dem Start des Spiels und dem Kennenlernen der Oberfläche, bzw. dem grundsätzlichen Handling. Wäre es ein anderes Spiel, wären wir damit vermutlich in 2 Minuten durch. Aber ich zeige dir heute einfach alle erdenklichen Funktionen und Menüs. Und wer Dwarf Fortress bereits ein wenig kennt, weiß, dass nun eigentlich nur noch ein Informations-Tsunami folgen kann. Endlich hast du deine Ausrüstung zusammen, so wie sie ist. Jetzt ist es Zeit für Action und Abenteuer. In der Aufregung hast du vergessen, wohin du gehen wolltest. Eine tollkühne Seele könnte versuchen, das entführte Kind zu retten. Vielleicht haben ja einige deiner Freunde hier Ideen. Und so beginnt es. Meist startest du dein Abenteuer in einem Keller einer Burg oder eines Hauses. Regelmäßig vergessen hier Abenteurer demenzartig, wohin sie doch gleich noch gehen wollten und müssen anschließend ihr Ziel in Erfahrung bringen. Als Chosen meldet sich hier bei dir aber erstmal noch deine höhere Macht oder dein Gott, wie auch immer, der sich kurz bei dir vorstellt und dir sagt, dass du jemanden für die Erfüllung deines Schicksals, hier für deine erste Quest, aufsuchen sollst. Bevor wir allerdings damit starten, wollen wir erst einmal die Oberfläche des Adventure Modes kennenlernen. Als erste Basics sei nur erwähnt, dass du deinen Abenteurer, diesen hier, mit den Pfeiltasten und nicht WASD schrittweise in alle 4 Himmelsrichtungen bewegen kannst. Beziehungsweise mit dem Keypad auch diagonal. Texteinblendungen, die hier momentan erscheinen würden, schneide ich übrigens weitestgehend heraus, damit sie jetzt nicht verwirren. Mit einem Klick auf eine für den Abenteurer sichtbare Stelle läuft der Abenteurer ein paar Schritte automatisch, solange es keine Gefahren in der Nähe gibt. Zoomen kannst du standardmäßig mit Steuerung plus Mausrad. Ohne Steuerung änderst du die Ebene. Und die Ansicht kannst du mit der mittleren Maustaste verschieben. Aber nun zum User-Interface. Mit dem Klemmbrett links oder dem Tastaturkürzel A gelangst du in das Nachrichtenlogbuch, in dem du alle verpassten Mitteilungen wiederfindest, wie beispielsweise auch die höhere Macht, die kürzlich versucht hat, mit dir zu kommunizieren. Um den Charakterbogen aufzurufen, hast du gleich übertriebene 4 Möglichkeiten. Das intuitive Klicken deines schmucken Porträts, das To-Do-Klemmbrett mit dem, ich glaube es soll einen Kopf darstellen, mit dem Kontextmenü der rechten Maustaste auf deinen Charakter und View Yourself oder einfach mit Z auf der Tastatur. Das Klemmbrettsymbol ist meiner Meinung nach völlig sinnlos, seitdem man alternativ auch das Porträt anklicken kann. Wenn du den Festungsmodus bereits gespielt haben solltest, sollte dir der Charakterbogen sehr vertraut vorkommen. Ich blende hier mal den Bogen eines anderen Spielstands ein, damit bereits etwas mehr Inhalt zu sehen ist. Hier siehst du mit wenigen Klicks, ob du hungrig, durstig, müde oder verletzt bist. Oder ob irgendwelche Bedürfnisse nicht erfüllt wurden. Über Hunger, Durst und Müdigkeit wirst du allerdings auch außerhalb dieses Menüs oberhalb deines Charakterporträts informiert. Auch wie du kürzliche Ereignisse aufgenommen hast, erfährst du im Charakterbogen. Genauere Details zu deinem Gesundheitszustand findest du unter Health. Unter Items ist dein Inventar zu finden, wie man es aus dem Festungsmodus kennt. Aber auch dazu gibt es gleich nochmal ein spezielles Menü. Unter Skills siehst du, wie erfahren du in den jeweiligen Fertigkeiten bist, inklusive eines Fortschrittsbalkens. Relations führt dir jede Person auf, die du zum jetzigen Zeitpunkt kennst. Falls sie ein Porträt haben, sind sie irgendwo in der Nähe zu finden. Auch hier drauf muss ich gleich noch einmal verweisen. Zumindest ist deine anzubetende Gottheit hier auch zu finden. Unter Groups findest du Gruppierungen, denen du angehörst, inklusive deiner Zivilisation und deiner Religion. Unter der letzten Seite ist auch noch die aus der Charaktererstellung bekannte Persönlichkeit zu sehen. Ebenso wie die Wertvorstellungen und Bedürfnisse. Gehen wir mal die weiteren Menüs durch. In dem oberen Symbol neben deinem Porträt siehst du deine aktuelle Partie inklusive deiner Tiere, hier momentan nur aus dir alleine bestehend. Du kannst hier auch sehen, in welcher Himmelsrichtung der jeweilige Mitstreiter zu finden ist, wenn er mal nicht in der Nähe sein sollte. Darüber kannst du auch die Kontrolle über deine zum Abenteuer mitgebrachten Mitabenteurer übernehmen, allerdings nicht die, die du später erst angeworben hast.
Das auch mit dem I aufrufbare Inventar, welches wir bereits im Charakterbogen gesehen haben, kannst du über das Rucksack-Symbol aufrufen. In diesem Menü kannst du mit den Gegenständen im Inventar interagieren. Du kannst die Gegenstände im Detail ansehen, fallen lassen, anziehen bzw. aufsetzen, ausziehen bzw. absetzen, in Taschen verstauen, aus selbigen wieder herausnehmen, verzehren oder anderweitig damit interagieren, wie zum Beispiel zu lesen oder ihn durch die Gegend zu werfen. Das Konzept mit dem An- und Ausziehen ist nicht ganz so simpel. Wenn du etwas ausziehst oder absetzt, ist es nicht direkt in deinem Rucksack, sondern erstmal in deiner Hand, von wo aus du es wieder in den Rucksack stecken musst, wenn du das möchtest. Oder andersrum. Remove, also entfernen bei einer Waffe, bedeutet für deinen Abenteurer, dass er die Waffe zieht. Das ist leider ein wenig umständlich ausgedrückt. Gegenstände, die in Behältern sind, werden durch eine leichte Einrückung kenntlich gemacht. Zum Beispiel das Essen in deinem Rucksack und das Wasser im Wasserschlauch. Ebenso siehst du hier eine Gewichtsbelastung, die du im Auge behalten solltest. Falls du überladen bist, siehst du es auch an dem gelben oder roten Symbol oberhalb der Inventarschaltfläche. In dem Fall bewegst du dich immer langsamer oder fällst sogar hin, was du bei einem rundenbasierten Spiel gar nicht so direkt merkst. Nur dass sich plötzlich alles andere um dich herum schneller bewegt. Quasi der gegenteilige Effekt wie das Energy Drink trinkende Eichhörnchen aus Ab durch die Hecke. Es poppen dann aber auch mal ganz gerne nicht direkt verständliche Warnmeldungen auf, die auf die sehr langsame Fortbewegung hindeuten. Das kleine Pferd oder der Hotkey M für Movement führt dich ins Bewegungsmenü. Hier kannst du festlegen, wie schnell du dich fortbewegen möchtest. Von Kriechen bis hin zu Sprinten. Je schneller du dich bewegst, desto eher bist du auch erschöpft und bekommst schneller Hunger und Durst. Bei den schnellsten Fortbewegungsarten dauert es ein wenig auf die Geschwindigkeit zu kommen, daher gibt es eine Start- und Endgeschwindigkeit. Denk nur daran, dass du die Endgeschwindigkeit nicht erreichen wirst, wenn du alle 2 Meter die Richtung änderst und sie nur erreichen kannst, wenn du die einzelnen Schritte mit der Tastatur vollziehst. Nicht aber, wenn dein Abenteurer durch einen Klick mit der Maus alleine zum Zielpunkt läuft. Die Geschwindigkeitsangaben variieren je nachdem, wie du dich gerade generell fortbewegst. Wenn du liegst, gibt es verschiedene Arten zu kriechen. Sitzt du auf einem Reittier, gibt es wieder verschiedene Reitgeschwindigkeiten. Die derzeitige Fortbewegungsart und Geschwindigkeit siehst du übrigens ebenfalls rechts neben den ersten Schaltflächen. Ein Klick auf diese Angabe führt dich übrigens auch zu den Bewegungsoptionen, was die andere Schaltfläche aus meiner Sicht mal wieder unnötig macht. Die Angabe Visual Stealth darunter gibt an, wie gut dein Abenteurer zu entdecken ist. Das wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, wie Bewegungsgeschwindigkeit, Stehen oder Liegen, der mehr oder weniger freien Sichtlinie um dich herum, Umweltbedingungen wie Licht und Wetter, dem Sichtwinkel des Gegners und ob man auf einem Reittier sitzt oder nicht. Mit einem guten Stealth-Wert, der in 9 Stufen von schlimmstmöglich bis bestmöglich reicht, kann man Gegnern geschickt aus dem Weg gehen oder sie aus einem Hinterhalt angreifen. Durchs Schleichen, was eine wichtige Überlebenstaktik im Abenteuermodus darstellt, kann man diesen Wert auch nochmal erheblich verbessern. Dazu komme ich aber noch einmal in wenigen Sekunden.
Um diesen Dialog abzuschließen, fürs Schwimmen gibt es nur 2 Optionen. When possible, versucht bei jeder Gelegenheit zu schwimmen, auch wenn die Wassertiefe es gar nicht erfordern würde. When necessary, lässt den Charakter nur in kleinere Gewässer treten, aber taucht dabei nicht vollständig ein. Wie gerade erwähnt, findest du den Schleichmodus gleich neben den Bewegungsoptionen mit dem Kürzel Groß S für Schleichen. Dieser zeigt dir die Sichtbereiche der Personen und Kreaturen in deiner Nähe. Das erlaubt es dir, dich um diese Bereiche herum zu bewegen, um nicht entdeckt zu werden. Kombinierst du das am besten mit einer langsamen, liegenden Bewegung, das heißt erstens hinlegen und zweitens in den Bewegungsoptionen auf langsame Geschwindigkeit umschalten, bist du für Gegner viel schwieriger zu entdecken. Das kannst du nach ein paar langsamen Kriechbewegungen in der Visual Stealth Klassifizierung sehen. Diese sollte nun deutlich besser sein als zuvor. Alles um dich herum scheint jedoch schneller zu laufen. Dass du dich gerade kriechend fortbewegst, kannst du übrigens an den braunen nach unten zeigenden Pfeilen unter deinem Abenteurer sehen. Wenn du größere Strecken hinter dich bringen möchtest, empfehle ich dir auf jeden Fall, den über Jahrmillionen etablierten aufrechten Gang zu nutzen. Neben der Schleichschaltfläche befinden sich die Kampfoptionen für Standardangriffe. Das sind im Grunde die Standardaktionen für Faule. Keine Sorge, du kannst erstmal alles so eingestellt lassen, wie es ist, aber die einzelnen Optionen zu erklären, ist später im ersten Kampf sinnvoller als hier in der Theorie. Im mittleren Menü findest du ganz links eine Handschaltfläche. Diese Funktion kann nicht nur zum Aufheben von Gegenständen unter dir genutzt werden, aber auch zum Entzünden eines Lagerfeuers. Oder um deinen Pyroman in dir zu befriedigen, zum Entzünden alles andere Brennbare um dich herum ebenfalls. Du kannst damit aber auch mit anderen Gegenständen interagieren, mit ähnlichen Optionen wie dem Kontextmenü der rechten Maustaste. Zum Beispiel kannst du Statuen umstoßen. Oh, hoffentlich hat das jetzt niemand gesehen. Mit der Funktion daneben kannst du nach Insekten, Käfern und anderen Kleintieren suchen. Sieht im ersten Moment recht sinnfrei aus, kann aber im Überlebenskampf sinnvoll sein, um Nahrung zu beschaffen. Ein wohlgenährter Abenteurer wird diese Art der Nahrungsaufnahme aber dankend ablehnen. Eine Funktion weiter rechts findest du die Kletterfunktion, eine der nützlichsten Fähigkeiten für jeden selbstmörderisch veranlagten Abenteurer. Mit einem Klick auf das Symbol oder der Taste H für Halten kannst du versuchen, dich an Wänden oder Objekten festzuhalten oder zu klettern. Das funktioniert aber nicht immer gleich gut, je nachdem wie geübt dein Charakter im Klettern ist oder ob er gerade nicht beide Hände mit Krimskrams voll hat. Den sollte man vorm Kletterversuch auf jeden Fall wegstecken. Wenn du eine Wand erklimmen möchtest, kannst du einfach auf eine Wand oder ein Hindernis klicken und dich daran hochziehen. Beachte aber, dass du nicht unbegrenzt lange hängen bleiben kannst. Früher oder später geht dir die Kraft aus und du verabschiedest dich mit einem wenig eleganten Plumps in die Tiefe. Besonders unschön, wenn du dachtest, dass das 2 Stockwerke hohe Kleidungsgeschäft eine gute Idee zum Hochklettern wäre. Falls du dich nur festhalten willst, etwa um nicht von einer Klippe zu fallen, kannst du das manuell tun. Aber der sicherste Weg ist einfach, nicht direkt an den Rand zu laufen wie ein hyperaktives Eichhörnchen. Und falls du dich doch mal in luftiger Höhe wiederfindest, denk dran, nach oben ist schwieriger als nach unten. Meistens. Direkt neben der Kletterfunktion befindet sich der Knopf für das Springen. Oder, wie ich es nenne, die spontane Knochenbruchtaste. Mit einem Klick darauf oder der Taste J für Jump kannst du einen Sprung ausführen, was manchmal die beste Option ist, um Hindernisse zu überwinden, einen Gegner zu überraschen oder mit viel Anlauf in dein Verderben zu springen. Ein Sprung kann entweder auf einen höheren Vorsprung oder über eine Lücke hinwegführen. Dabei spielt deine Bewegungsart eine große Rolle. Wenn du sprintest, kannst du weiter springen. Aber wenn du stolperst oder überladen bist, endet das Ganze eher in einer kurzen Flugstunde samt schmerzhafter Landung, wie im echten Leben also. Besonders hilfreich ist das Springen, wenn du einen Fluss überqueren willst, ohne gleich einen Schwimmwettbewerb zu veranstalten oder wenn du in einem Kampf Distanz zwischen dich und einen verärgerten Troll bringen möchtest.
Aber Achtung, falls du blind irgendwo hinspringst, kann es sein, dass dein Charakter spontan eine neue Freundschaft mit dem Boden eingeht. Oder schlimmer, mit einer Gruppe sehr spitzer Felsen. Also, bevor du abhebst, schau genau, wo du landest. Direkt neben dem Springen, also da wo weniger Knochenbrüche passieren, findest du die Talk to Somebody Funktion. Mit einem Klick darauf oder der Taste K kannst du mit Charakteren in deiner Nähe sprechen. Das ist besonders nützlich, wenn du Quests annehmen, Gerüchte erfahren oder einfach mal mit jemandem plaudern willst, bevor du ihn versehentlich mit deiner Axt erschlägst. Wenn du den Gesprächsmodus aktivierst, kannst du einfach um dich herumschreien, in der Hoffnung, dass Personen in der Reichweite antworten. Oder mit deinem Gott sprechen, ebenfalls in der Hoffnung, dass er antwortet, womit ich bislang noch kein Glück hatte. Im Normalfall würdest du aber ein Gespräch mit jemandem in der Nähe beginnen, indem du ihn direkt mit der rechten Maustaste anklickst und Start New Conversation auswählst. Im Dialogfenster hast du im ersten Schritt die optionale Möglichkeit, dich vorzustellen, falls du höflich sein möchtest. Oder falls du einfach sicherstellen möchtest, dass man sich später an den Namen des Wahnsinnigen erinnert, der die ganze Taverne in Brand gesteckt hat. Zudem besteht auch eine Chance eines Grußes zurück. Erst danach beginnt im zweiten Schritt die eigentliche Konversation. Wie bei jedem weiteren Konversationsschritt musst du jedes Mal erneut deinen Gesprächspartner anklicken und Continue Conversation auswählen, um fortzufahren. Anschließend öffnet sich der Dialogbildschirm, in dem du verschiedene Gesprächsoptionen hast. Hier kannst du zum Beispiel nach Gerüchten oder Schwierigkeiten fragen, was besonders nützlich ist, um herauszufinden, wo sich berühmte Persönlichkeiten oder gefährliche Kreaturen herumtreiben. Meist kombiniert mit „Oh, der Typ hat viele Leute ermordet, viel Spaß!" Hier gibt es sogar den Hinweis auf einen vermissten Schatz. Du kannst bei manchen NPCs auch nach einer Quest fragen und somit neue Aufgaben erhalten, falls du dich noch nicht genug in Lebensgefahr gebracht hast. Du kannst auch versuchen, jemanden als Begleiter anzuheuern, falls du merkst, dass du nicht alleine weiterkommst. Aber Vorsicht, sie sind nicht unbedingt immer die hellsten Kerzen auf der Torte und können durch ihr ständiges Gelaber tierisch nerven. Ebenso kannst du Beschuldigungen oder Lob aussprechen. Einfach weil nichts so gut funktioniert wie das abwechselnde Anbrüllen und Loben von Leuten, um ihren Respekt zu gewinnen. Wichtig zu wissen, je nach Gesprächspartner und Situation kann die Reaktion auf deine Worte ganz unterschiedlich ausfallen. Auch begegnen sie dir ganz anders, wenn du mit gezogener Waffe vor ihnen stehst. Manche Leute sind freundlich und aufgeschlossen, andere sind ungeduldig und haben nach deinem ersten Satz schon ihre Waffe in der Hand. Also wähle deine Worte weise oder rüste dich schon mal für den Notausgang. Neben den üblichen Gesprächsoptionen gibt es noch einen besonderen Trick in der sozialen Werkzeugkiste deines Abenteurers. Assume an Identity, also das Annehmen einer Identität. Damit kannst du dir im Handumdrehen eine neue Persönlichkeit zulegen, ob für Spionage, Täuschung oder einfach, weil du gerne unter falschen Namen Tavernen in Schutt und Asche legst. Wenn du diese Option auswählst, kannst du entweder eine völlig neue Identität erfinden oder eine existierende annehmen, falls du bereits als jemand anders bekannt bist. Diese Tarnung hat echte Auswirkungen im Spiel. Falls dein ursprünglicher Name schon auf den Steckbriefen der halben Welt steht, kann eine neue Identität verhindern, dass du sofort von jedem wütenden Stadtwächter erkannt wirst. Manche NPCs behandeln dich zudem anders, je nachdem, wer du vorgibst zu sein. Wenn du behauptest, ein berühmter Krieger zu sein, könnte das beeindruckend wirken. Oder auffliegen, wenn du dann im Kampf wie ein nasser Sack Mehl wirkst. Falls du dich in eine Gruppe einschleichen oder Informationen sammeln willst, kann eine falsche Identität ebenfalls von Vorteil sein. Aber Vorsicht, wenn du inkonsistent bist oder dich jemand durchschaut, könnte es schnell ungemütlich werden. Deine Identität wird aber gespeichert, so dass du sie später wieder nutzen kannst. Wenn du möchtest, kannst du aber auch jederzeit zur Wahrheit zurückkehren und mit deiner echten Identität weitermachen. Aber jetzt mal ehrlich, wo bleibt denn da noch der Spaß? Nun kommt das Feature für alle Baden, Gaukler und Leute, die sich einfach gerne in den Mittelpunkt stellen. Hast du jemals eine Taverne betreten und gedacht, was hier fehlt, ist eine epische Ballade über mich? Dann ist Start the Performance genau das Richtige für dich. Mit einem Klick darauf oder der Taste P wie Performance kannst du eine Darbietung starten. Wenn du die Funktion wählst, hast du die Möglichkeit zu tanzen, eine Predigt zu halten, Geschichten zu erzählen, Gedichte zu rezitieren, zu musizieren, falls du ein Instrument besitzt und es auch spielen kannst oder es einfach simulierst, oder auch ein Gedicht vorm Vortragen spontan zu schreiben. Alles steht und fällt natürlich mit deinem Können in den jeweiligen Bereichen. Häufig ziehst du mit deiner Performance Leute an. Die Reaktionen der NPCs hängen von deiner Darbietung ab.
Wenn du talentiert bist, wirst du vielleicht gefeiert und bekommst sogar Anhänger. Wenn nicht, nun, zumindest hast du es versucht. So oder so wird man vermutlich später über dich sprechen. Direkt neben den künstlerischen Darbietungen findest du eine Schaltfläche weiter, die wohl handwerklichste Funktion im Menü: Craft or Butcher. Mit einem Klick darauf oder der Taste X, wie die Taste X, kannst du Gegenstände herstellen. Oder Tiere und manchmal auch andere Dinge in verwertbare Einzelteile zerlegen. Praktisch, oder? Diese Funktion hat zwei Hauptanwendungsbereiche. Erstens das Handwerk. Hier kannst du aus Rohstoff nützliche Dinge anfertigen, vorausgesetzt du hast die richtigen Materialien. Das Handwerkssystem ist derzeit sehr rudimentär implementiert. Du kannst keine Festungen aus Steinblöcken bauen. Aber falls du mal mitten in der Wildnis stehst und denkst, eine Axt wäre jetzt praktisch, kannst du dir eine einfache Axt aus Naturkomponenten herstellen. Zweitens, Schlachten und Verarbeiten. Falls du ein Tier erlegt hast, kannst du es mit dieser Funktion zerlegen. Das liefert Fleisch zum Essen, Häute für Rüstungen und Knochen für Werkzeuge. Vorausgesetzt, du hast ein Messer oder eine andere scharfe Waffe zur Hand. Schlachten kannst du nur Kadaver, die frisch genug sind. Und es ist vielleicht nicht die beste Idee, das mitten in einer Stadt zu tun. Die Einwohner könnten etwas dagegen haben, wenn du in der Taverne ein Jagd zerlegst. Falls du dich fragst, kann ich denn auch Personen, nun, technisch gesehen, ja. Das Spiel hält dich zumindest nicht davon ab. Ob du das moralisch vertreten kannst, bleibt ganz dir überlassen. Zwischen Basteln, Schlachten und Springen gibt es noch eine weitere praktische Funktion: Usability. Mit einem Klick darauf oder der Taste Groß X kannst du spezielle Fertigkeiten deines Charakters aktivieren. Sei es eine angeborene Gabe, eine erworbene Technik oder eine übernatürliche Fähigkeit, die dich entweder beeindruckend oder extrem unheimlich wirken lässt. Wie zum Beispiel Spucken oder Tiere streicheln, die dir anschließend hinterherlaufen können. Das sind zumindest die zwei Standardfähigkeiten, wenn man sie überhaupt so nennen darf, die jedem verfügbar sind. Die Einträge hier variieren aber auch je nach Charakter. Eine Schildkröte kann sich beispielsweise in ihren Panzer zurückziehen. Manche Fertigkeiten müssen sich allerdings nach Benutzung erst wieder aufladen. Ja, auch das Tiere streicheln. Man munkelt, über die Zeit kannst du auch noch weitere, eventuell magische Fähigkeiten, Feuer spucken oder was auch immer hinzugewinnen, die sich dann hier wiederfinden. Ich kann selbst von mir allerdings nicht behaupten, diese bereits gesehen zu haben. Im Gegensatz zum Standardangriff kannst du mit Strike Somebody gezielt Angriffe auf Gegner ausführen. Während normale Angriffe automatisch ablaufen, erlaubt dir diese Funktion, eine Körperpartie des Gegners auszuwählen, um mit einer bestimmten Waffe oder Technik zuzuschlagen. Je nach Kampferfahrung kannst du Schwachstellen ausnutzen, um kritische Treffer zu landen oder Gegner gezielt zu entwaffnen. Details dazu kommen aber später im richtigen Kampfgeschehen. Mit Wrestle Somebody kannst du Gegner wortwörtlich direkt am Kragen packen und mit ihnen ringen, anstatt sie einfach nur mit einer Waffe zu attackieren. Diese Technik erlaubt es dir, gezielt nach Körperteilen zu greifen, Gegner festzuhalten oder ihnen sogar Waffen und Rüstung zu entreißen. Das kann eine effektive Methode gegen schwer gepanzerte Feinde sein, um sie kampfunfähig zu machen, ohne ihre Rüstung durchdringen zu müssen. Auch das probieren wir später im realen Kampf aus. Mit Shoot kannst du Fernkampfwaffen wie Bögen, Armbrüste oder Blasrohre benutzen. Vorausgesetzt, du hast eine passende Munition dabei. Ohne Pfeile kannst du einen Bogen nämlich nur noch zum Schlagen verwenden. Sobald du die Funktion aktiviert hast, kannst du ein Ziel in Reichweite auswählen. Auch diesen Punkt vertiefen wir aber noch weiter in einem separaten Kampfteil. Mit Yield, Y auf der Tastatur, kannst du offiziell das Handtuch werfen oder es dir anders überlegen, wenn du schon kapituliert hast. Diese Funktion erlaubt es dir, dich einem Gegner zu ergeben, falls ein Kampf aussichtslos erscheint. Wenn du dich ergibst, hörst du auf zu kämpfen und hoffst darauf, dass dein Gegner gnädig ist. Das klappt nicht immer, besonders wenn du gerade versucht hast, seinem Anführer den Kopf abzureißen. Manche Feinde akzeptieren deine Kapitulation. Andere sehen es als Einladung, dich noch gründlicher zu verprügeln. Yield ist deine letzte Chance, wenn du in einer wirklich miesen Lage steckst. Oder wenn du testen willst, wie vergebungsbereit deine Feinde wirklich sind. Mit Strap bzw. Draw Weapon Hotkey Q kannst du deine Waffe einstecken oder eben ausrüsten, was in einem Kampf durchaus eine sinnvolle Handlung sein kann. Wenn du die Waffe ziehen möchtest, sollst du die Hände frei haben, sonst klappt das nicht. Das sollte vor einem Kampf durchaus vorbereitet werden.
Denn falls du erst etwas fallen lassen oder umsortieren musst, ist das in einer hitzigen Kampfsituation ungefähr so angenehm wie das Kramen nach dem Haustürschlüssel, während der wütende Kampfhund vom Nachbarn auf dich zurennt. Genauso kannst du mit dieser Funktion deine Waffe wieder verstauen, was vor allem dann nützlich ist, wenn du nicht wie ein aggressiver Wahnsinniger durch eine Stadt laufen möchtest. Denn glaub mir, nichts lässt NPCs nervöser werden als jemand, der mit gezogenem Schwert in ihre Häuser spaziert. Den letzten Punkt, Prone zum Hinlegen, hatten wir ja bereits. Aber dir ist es bestimmt nicht entgangen, dass ich eine Schaltfläche links im Menü ausgelassen habe. Denn zu diesem Punkt kommen wir jetzt. Das Buch stellt dein Questlog und dein geballtes Wissen auf einmal dar. Wir gehen mal schnell die verschiedenen Tabs durch. Agreements zeigt aktuelle Quests oder Abmachungen, die du mit NPCs getroffen hast. In der Karte siehst du, wo dich deine nächste Mission hinführt. Events zeigt eine Übersicht über wichtige Geschehnisse in der Welt, wie Kämpfe, Todesfälle oder politische Umwälzungen. Falls du wissen möchtest, ob dieser eine König noch lebt oder ob eine Stadt kürzlich geplündert wurde, ist das die richtige Anlaufstelle. Manche Events werden dir auch in der Karte angezeigt. Zudem können diese Ereignisse zu Quests führen. Events kannst du anpinnen und unten nach Typ oder Datum sortieren lassen. People ist eine etwas andere Darstellung der dir bekannten Person, welche auch in deinem Charakterbogen unter Relations angezeigt werden. Sie werden entweder alphabetisch oder nach Wichtigkeit sortiert, aufgelistet bzw. gefiltert. Sites listet dir besondere Orte um dich herum auf. Städte, Festungen, Dörfer, aber auch Grabstätten, mysteriöse Höhlen und andere dunkle Orte, die dann wirklich interessante, aber auch gefährliche Herausforderungen bieten. Auch hier kannst du einen Wichtigkeitsfilter einschalten, der dir zum Beispiel auch deine Heimatstadt auflistet. Unter Groups findest du bekannte Fraktionen oder Organisationen und kannst sie gegebenenfalls auf der Karte lokalisieren. Schaltest du den Modus auf Showing Important um, listest du die Gruppierung auf, in denen du derzeit Mitglied bist, auch deine Religion. Eventuell bist du ja einem Geheimbund beigetreten, ohne es zu merken. Regions zeigt dir bestimmte Orte um dich herum. Das können Dünen, Berge, Wälder, Flusslandschaften und so weiter sein. Eventuell gab es ja in der letzten Taverne Gespräche über ein bestimmtes Ereignis in den Ödlanden. Dann könntest du dir hier anschauen, wie du zu diesem Ort gelangst. Das Bestiary zeigt dir an, wo du bestimmte Kreaturen findest, falls du gezielt auf der Suche nach ihnen sein solltest. Artifacts listet legendäre Gegenstände auf, die du gefunden oder von denen du gehört hast. Falls du auf der Suche nach einem sagenumwobenen Schwert bist, kannst du hier überprüfen, wo es zuletzt gesehen wurde. Und als letztes zeigt dir Intrigues die Spionage- und Verschwörungsinformationen und andere kriminelle Aktivitäten an, die du aufgeschnappt hast. Falls du dunkle Machenschaften aufdecken oder selbst in eine politische Intrige verwickelt werden willst, ist das dein Bereich. Leider bei mir derzeit noch leer. Nachdem wir das durchgearbeitet haben, kommen jetzt noch die letzten paar Elemente. Du hast es auch gleich geschafft. Zuerst die einfachen Dinge. Oben rechts in der Ecke siehst du das aktuelle Datum, darunter den Status und die Position des Mondes, wenn er denn überhaupt zu sehen ist, was gegebenenfalls interessant sein könnte, wenn du als Wehrkreatur unterwegs bist, zum Beispiel weil du so doof warst, eine Statue umzustoßen. Daneben Windrichtung und Geschwindigkeit, am meisten interessant für Projektilflugbahnen oder für flugfähige Kreaturen. Dann gibt es den Sonnenstand oder generell den Blick in den Himmel bezüglich des Wetters und die Temperatur. Anstatt mit der Steuerungstaste und dem Mausrad zu zoomen, geht das hier auch über die Schaltflächen. Numerische Wassertiefen können durchaus wichtige Hinweise sein. Und die alte Darstellungsweise von Rampen, wenn man sie noch vom klassischen Dwarf Fortress gewohnt ist. Was Neues ist das Einblenden von Spuren. Dein Fährtenleser-Skill Tracker hilft dir hier Fußspuren in der Natur zu entdecken. Damit kannst du zum Beispiel ganz gut kürzlich weggelaufene Gegner aufspüren. Daneben wird dir im besten Fall auch die Richtung und Klassifizierung der neuesten Spur angegeben und in welche Richtung die Spur selbst zeigt. Wenn du nicht gerade einen Ordinary-Charakter gewählt hast, kannst du oben links in der Ecke auch einen Kompass sehen, in dem du Himmelsrichtungen für verschiedene Orte angegeben bekommst. Zum Beispiel SSW für Süd-Südwest, also unten leicht links. Dort siehst du auch ein QST
wenn du an dem Ort eine Quest zu erledigen hast. Darunter können je nach Fähigkeit die nächsten Spuren eingeblendet sein, falls das Fährtenlesen derzeit aktiviert ist. Falls du tatsächlich eine Quest haben solltest, siehst du diese auch nochmal detaillierter auf der rechten Seite des Bildschirms, ebenfalls mit der groben Himmelsrichtung. Das Hauptmenü und diverse Hilfen findest du auch oben rechts in der Ecke. Kommen wir zu den letzten Dingen. Ganz unten rechts ist das bislang noch nicht existente Baumenü. Links daneben mit Sleep or Wait kannst du entweder ein Nickerchen machen oder einfach die Zeit verstreichen lassen, je nachdem, ob dein Abenteurer gerade müde ist oder nur darauf wartet, dass es endlich Nacht wird, um zwielichtige Dinge zu tun. Falls du schlafen möchtest, kannst du die Dauer bestimmen und eine passende Schlafstätte wählen. Sei es ein gemütliches Bett in einer Taverne oder der kalte Boden mitten in der Wildnis. Du solltest in manchen Häusern nur den Eigentümer vorher um Erlaubnis bitten, ob du bleiben darfst. Ohne eine geeignete Unterlage schläfst du schlechter, was zu Erschöpfung führen kann. Außerdem besteht immer die Gefahr, dass du mitten in der Nacht von Räubern oder hungrigen Tieren geweckt wirst. Oft auf äußerst unsanfte Weise. Falls du stattdessen einfach nur warten möchtest, kannst du die Zeit so vorspulen, ohne zu schlafen. Das ist nützlich, falls du einen bestimmten Zeitpunkt erreichen möchtest. Sei es für ein geplantes Treffen oder weil ein NPC nur zu bestimmten Stunden verfügbar ist. Dabei vergeht die Zeit aber nicht schlagartig, sondern Runde für Runde. Falls also plötzlich jemand auftaucht, hast du noch die Möglichkeit darauf zu reagieren. Du kannst auf der Karte alle Orte manuell zu Fuß oder mit einem Reittier erreichen, die erreichbar sind. Aber dauert das Reisen so natürlich eine gewisse Zeit. Du hast dann zwar viel zu entdecken, aber wirst vielleicht derweil auf langen Reisen mit Informationen überfrachtet, die im Moment gar nicht so wichtig sind. Dafür schafft der Travel-Bildschirm Abhilfe. Fangen wir oben an. Wer sich nicht merken kann, wo Osten und Westen noch war, bekommt das oben rechts und links in den Ecken angezeigt. Dazwischen fliegen übrigens die Sonne und der Mond ganz klassisch von Osten nach Westen herum und zeigen dir im Optimalfall damit die ungefähre Tageszeit an. Unten links steht, in welchem Ort oder welcher Region du dich derzeit befindest. Zudem kommst du hier auch noch in dein eben vorgestelltes Quest-Log. Oben rechts siehst du, was sich gerade an interessanten Gebäuden in der Nähe befindet. Damit kannst du relativ schnell bestimmte Geschäfte finden. Mit Tastaturnavigation oder mit der Maus kannst du hier größere Entfernungen deutlich schneller überwinden, ohne dabei abgelenkt zu werden. Dabei zoomt die Karte in Stadtgebieten automatisch etwas näher heran und außerhalb wieder heraus. Auf der Karte können größere Gefahrensituationen, zum Beispiel in Form von einem roten Schild für einen oder mehrere Gegner, oder für mich sieht es aus wie eine Art schwarz-weiße Maske, für ein Überfallkommando erkannt werden. Blaue Kreise scheinen hingegen zumeist freundlich gesinnte Reisende zu sein, von denen du gegebenenfalls besondere Informationen erhalten kannst. Mehr Details habe ich dazu aber selbst noch nicht herausfinden können, denn manchmal verwandeln sich die blauen Kreise auch in rote Schilde und andersherum. Diverse Häuser, Hütten und Höhlen können auf der Karte auch erkannt werden. Hier kannst du aber teilweise nur bis zu einem gewissen Sicherheitsabstand heran und musst den Rest manuell gehen, da es zu einem Konflikt kommen könnte. Eine bekannte Funktion auf der Travel-Karte ist das Aktivieren von Spuren, wobei da bei mir bislang nie etwas angezeigt wird. Links daneben ist das Wetter-Overlay, mit dem du Wolken sehen kannst, falls gerade welche zu sehen sind. Das Lagerfeuer ist die gleiche Funktion wie das Bett in der normalen Ansicht. Hier kannst du eine Zeit warten oder schlafen. Der Waschbär aktiviert ebenso den Schleichmodus. Das Kartensymbol bringt dich auf die Weltkarte. Hier kannst du die Welt, soweit sie dir bekannt ist, genauso wie bei der Kartengenerierung durchleuchten. Und zu guter Letzt kannst du mit dem roten X oder dem Hotkey D den Travel-Modus verlassen und landest wieder in der normalen Ansicht. Glückwunsch! Falls du bis hierhin tatsächlich durchgehalten hast, solltest du eigentlich eine Medaille bekommen. Dieses Tutorial war wirklich randvoll mit Informationen und gehört neben den ähnlichen Videos über alle Menüs des Festungsmodus, dem der Textilindustrie und dem über Dwarf Therapist mit zu den umfangreichsten Tutorials, die ich jemals erstellt habe. Aber hey, Dwarf Fortress macht es einem nicht gerade leicht und wer sich hier reinfuchst, wird auch dafür belohnt. Falls dir trotzdem noch Fragen geblieben sind oder du einen bestimmten Bereich noch ausführlicher erklärt haben möchtest, schreib es mir gerne unten in die Kommentare.
Und wenn dir das Video gefallen hat, lass ein Like da und abonniere den Kanal. Schließlich habe ich mich hier heute fast in den Wahnsinn geredet, damit du etwas Wissen mitnehmen kannst. Danke dir auf jeden Fall fürs Zuschauen, viel Spaß bei deinen Abenteuern und bis zum nächsten Tutorial, wenn es ums Bestreiten der ersten Quest, das Kämpfen und ein paar weitere Feintuning-Tipps geht. Mach's gut!